Belarus sagt willkommen in der dritten Dekade dieses Jahrhunderts. Sekt und Böller knallen und ich lade sie ein, den Blick ein Jahrzehnt vor uns zurückzurichten. Was bringt das Neue und was gibt's vom Alten zu berichten? Schauen wir erst einmal zurück, seit 2010 ist viel geschehen. Wir haben großen Sport und einen Satellitenstart gesehen. Und in der Wirtschaft gab's die eine oder andere Reform. Kein Durchbruch für die Marktwirtschaft, aber doch immerhin enorm. Dass etwa im Bereich IT ein neuer Zweig entstanden ist, bei dem das Land doch mithält, wenn man's mit so manchem Champion misst. Anderes scheint gleich wie die Bevölkerungszahl, die sich schon lange hält. Doch jährlich sehen jetzt ca. 100.000 neu das Licht der Welt. So ist es so, dass in dem Land, das man noch postsowjetisch nennt, schon fast die Hälfte die es nur kaum oder gar nicht selber kennt. Und um zu sehen, wie das Land verändert, reicht's nach Minsk zu fahren. Heute gibt es Bars, Cafés und Hipster, welch Kontrast zu vor 10 Jahren. Die belarussische Kultur und Sprache ist dort mehr präsent. Damals wie heute führt den Staat ein und derselbe Präsident, der öfter seine Skills zur Anpassung unter Beweis stellt, aber auch zeigt, dass er die Zügel feste in den Händen hält. Die Niederschlagung der Proteste etwa ließ 2010 das Klima zwischen Minsk und Westen ziemlich in den Keller gehen. Dabei schien kurz davor noch ein recht großer Schritt geschafft, als Belarus an Bord kam zur östlichen Partnerschaft. Doch anstatt Öffnung wurde nunmehr der Kontakt beschränkt, die Diplomaten abberufen und Sanktionen verhängt. Priorität für Minsk schien damals ja die Ostintegration. Kurz danach kam der Start der Eurasischen Wirtschaftsunion. Das ist ein Staatenbund, bei dem jedoch ein Partner dominiert, der auch mal blaue Bohnen speit, wenn ihm ein Nachbar nicht pariert. Und so ging ab dem Jahr 2014 angesichts des Todestanz in Krim und Donbass auch BY zum großen Bruder auf Distanz. Und es bemüht sich heute als neutrale Plattform aufzustellen und sein eigenes Ding zu machen, ohne jemand zu verprellen. Es ließ politische Gefangene frei und droppte Visaschranken, wurde aktiver bei ÖP, ist für Verhandeln statt zu zanken. Das ist gut und verdient Anerkennung, doch man muss auch sehen, dass zur Entspannung mit dem Westen leider Hürden bestehen. Auch in den 2010er Jahren ließ sich Minsk nicht drängen, die Todesstrafe abzuschaffen, und auf hinteren Rängen dümpelt das Land mit Blick auf Freiheits- und auf Menschenrechte und Anerkennung freier Wahlen. Und eine regelrechte Blockade seines EU-Nachbarn hat sich aufgestaut, weil Minsk direkt an dessen Grenze ein Atomkraftwerk baut. Mit Rosatom, das nach 10 Jahren jetzt an den Start gehen soll. Zum Ärger Litauens, das verärgert ist und sorgenvoll. Drum gibt's mit der EU bis heute noch kein Rahmenabkommen. Das letzte ist noch aus den 80ern, doch unbenommen. Davon ist dies Jahr die Erleichterung für Schengen-Visa dran. Es steht der lang ersehnte WTO-Beitritt auf dem Programm. Und nach 11 Jahren kommt erstmals wieder ein Botschafter der Staaten. Es gibt Präsidentschaftswahl mit einem klaren Kandidaten. 2020 haben wir 75 Jahre Weltkriegsende, Anlass zum Gedenken und für ausgestreckte Hände. Bis heute kommt bei uns in Deutschland leider viel zu wenig vor, dass wegen Hitlers Krieg ein Drittel hier das Leben verlor. Du würdest gerne mal nach Minsk gesuchten Anlass wie wäre es 2021 mit der Hockey-WM? Für das Jahrzehnt hat sich der Staat eine Menge vorgenommen. Er will als Hightech-Land einen großen Schritt nach vorne kommen. Das Business-Klima soll nach oben schnell auf fixen Hacken. Der KMU-Anteil am BIP die 50%-Marke knacken. Und das BIP erstmal den 100 Milliarden Stand erreichen. Hohe Ziele scheint das Wachstum grad doch eher zu schleichen. Doch in Nachhaltigkeitsfragen kommt BY ganz gut voran. Es steht zudem bald eine Reform für seine Staatsverfassung an. Ein heißes Thema wird im neuen Jahrzehnt auch weiter diskutiert, wie Belarus seine Beziehungen zu Russland definiert. Es wird das Ringen und Verhandeln zum Unionsstaat weitergehen, wo beide Seiten sich bemühen, nicht als Verlierer auszusehen. Für Belarus bleibt es ein Drahtseilakt und zweischneidiges Schwert. Man fühlt sich einerseits verbunden, aber die Geschichte lehrt, dass man den Bruder mit dem einen eine Menge verbindet, nicht ärgert, weil man sonst womöglich von der Karte verschwindet. Mr. Putins Amtszeit endet in 4 Jahren und dann ist er der Typ, der einfach ganz gechillt in Rente gehen kann. Der auf der Datscha auf der Krim das Beet im Rosengarten gießt, nach alten Vasen taucht, mal angeln geht und Auerochsen schießt. Oder ist es mehr als Gossip, dass er auf ein Comeback zieht mit einem Plan, bei dem gar Belarus die Schlüsselrolle spielt? Wir könnten zuschauen und warten, was die 20er bringen, doch besser wär's uns einzusetzen für ihr gutes Gelingen. Mit Blick auf Belarus heißt das viel mehr Interesse zu zeigen, in ihm einen Partner zu sehen, statt diese Chance zu vergeigen. Das Land im Herzen Europas an hohen Maßstäben messen, doch konstruktiv und mit Respekt, ohne dabei zu vergessen, dass dieses Land es oft nicht einfach hatte, ja auch unsretwegen, wie die ganze Region. Drum lasst uns Grundsteine legen, uns nicht darauf beschränken, anderen ihre Fehler vorzuhalten. Da fühlt man sich selber toll, doch bleibt dann alles beim Alten. Erst wenn Interessen und Werte endlich einander ergänzen, finden wir zueinander, statt nur gegen andere zu glänzen. Lasst uns die Dekade nutzen, alte Wunden zu heilen. Goldene 20er 2.0 nicht im Komfortbereich verweilen. Wenn jeder mitmacht, der sich nach Frieden, nachhaltigem Wohlstand und Gerechtigkeit sehnt. In Belarus, Deutschland, ganz Europa, natürlich auch in Russland. Leute, ey, dann wird das unser Jahrzehnt.